Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Fujitsu Livebook und zwar ein E5412 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die Modellnummer findet, aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die Modellnummer steht wie bei den meisten Geräten auf der Rückseite, in dem Fall genau hier. Und mit dieser Nummer findet ihr eben auch super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier ziemlich einfach ist. Das wird nämlich nur von dem Frontrahmen hier gehalten, beziehungsweise wenn man den Frontrahmen rausnimmt, kommt man so an das Display ran. Bei der Tastatur ist es so, die kann man einzeln tauschen. Das zeige ich ein bisschen später. Man muss dafür trotzdem die Unterseite lösen und zumindest mal auch den Akku rausmachen, damit man hier vorne dran kommt. Zeige ich aber wie gesagt noch. Das Touchpad kommt hier allerdings zusammen mit dem Topcase. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man alle Schrauben, die man hier eigentlich auch sehr gut erkennen kann, lösen. Und da ist es eben auch so, die kommen nicht ganz raus, sondern bleiben eben im Topcase, im Boden und werden nur gelockert. Da einfach schauen, dass die auch wirklich alle locker sind. Und das sind ganz normale Kreuzschrauben. Das heißt, ich nehme hier ein PH0 und ja, also generell nehme ich hier für alle Arbeiten ein Werkzeugset, wo so ziemlich alles drin ist, was man so gebrauchen kann. Öffner, Pinsetten, ein komplettes Schraubendreher-Set mit allen Aufsätzen. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung. Und ja, ich habe mir die jetzt hier halt schon mal rausgesucht und da kann man in dem Fall jetzt einfach ein PH0 nehmen und dann löst man alle Schrauben. Und bei dem Gerät ist es auch so, das hat relativ wenige Einraststellen, so wie ich das bisher gesehen habe. Das wird hauptsächlich über die Schrauben gehalten, deswegen sind wahrscheinlich auch so viele hier dran. Generell kann man trotzdem da mit einem Öffner rangehen und dann versucht man einfach zwischen die, kann man hier glaube ich ganz gut sehen, in die Verbindungslinie zwischen Unterseite und Gerät zu kommen. Die läuft hier einmal außen rum. Und da probiere ich auf der Rückseite. Und wie gesagt, das ist hier tatsächlich ganz viel von den Schrauben gehalten. Sollte das trotzdem mal ein bisschen schwerer gehen, das Prinzip ist eigentlich immer das gleiche. Man versucht hier eine Öffnung zu schaffen und das dann nach oben hin abzuhebeln. Das kann trotz allem auch mal laut knacken. Das ist völlig normal. Und ja, wie gesagt, sollte das mal ein bisschen schwerer gehen, in dem Fall ist das jetzt wirklich also super leicht, aber sollte es ein bisschen schwerer gehen, arbeitet man sich so in der Technik einfach um das Gerät herum, hebelt das überall auf, auch auf der Vorderseite und irgendwann kommt einem dann die Unterseite quasi entgegen und dann kann man die einfach ja, nach oben hin abnehmen. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. Bevor wir jetzt aber irgendetwas weiteres an dem Gerät machen, stellen wir auf jeden Fall erstmal sicher, dass das keinen Strom mehr bekommt. Das heißt, wir trennen den Akku vom Mainboard. Und in dem Fall hier ist es so, dass der Akku selber nicht über ein Kabel verbunden ist, sondern einfach direkt auf dem Mainboard sitzt. Das heißt, wir nehmen auch gleich den Akku komplett raus. Und ja, haben da gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Und um den Akku rauszunehmen, muss man eigentlich nur diese Schrauben hier lösen. Ja, und so wie es aussieht, bleiben auch die tatsächlich im Akku selber. Also auch die kommen nicht raus. Und ja, genau. Und dann nimmt man den Akku einfach wirklich nach oben hin aus dem Gerät. Der ist eben hier auf dieser Steckverbindung. Und auch hier, wie gesagt, kann man ganz gut sehen, die Schrauben bleiben drin. Ja, und so kann man eben auch den Akku gegebenenfalls tauschen.
Was man hier noch sehen kann, ist, dass die beiden RAM-Slots hier unter so einer kleinen Folie sind. Wir sehen hier die SSD. Das WLAN-Modul ist hier unten drunter. Das ist in dem Fall aufgelötet. Hier wäre jetzt noch Platz für ein LTE-Modul. Da sind auch schon die entsprechenden Kabel, die einfach über einen Druckstecker dann oben drauf gesteckt werden. Und ja, dann sieht man hier noch den Lüfter, auch unter dieser Abdeckung hier. Und da ist die CMOS-Batterie, die ist hier aufgeklebt. Das heißt, die könnte man auch abziehen und das Kabel hier rückwärts rausziehen. Also die könnte man auch tauschen. Und dieses Kabel hier ist eben genau das Kabel, das man für die Tastatur trennen muss. Und das läuft so, wie gesagt, man muss die Unterseite abnehmen, man muss auch den Akku rausmachen und dann wird dieses Kabel von den zwei kleinen Brücken, nenne ich es jetzt mal, hier gehalten und die schiebt man jeweils rechts und links nach unten. Und dann kann man den nach hinten rausziehen. Auch das Klebeband hier, also ganz kaputt machen wollte ich es jetzt eigentlich nicht. Ja, und dann kann man das Kabel hier nach hinten hin rausziehen. Und jetzt zeige ich euch, wie man die Tastatur hier rausbekommt. Und zwar muss man dafür diese rote Schiene hier vorne rausnehmen. Und das muss tatsächlich auch in einer ganz bestimmten Art passieren, nämlich genau hier an dieser Beuge. Auch da kann man sich irgendwie eine Hilfe nehmen. Genau hier muss man die nach oben hin weghebeln. Und dann wird diese Seite so ein bisschen rübergezogen. Und bei der Seite ist es genau umgekehrt, die zieht man ein bisschen in die Richtung. Und jetzt gucken wir mal, ob man das hier sehen kann. Aber genau, da sieht man, dass die hier eben so eingerastet ist. Das heißt, auch beim Wiederverbinden legt man die quasi hier rein, schiebt sie dann nach drüben. Und auch hier wird das quasi wirklich hier vorne über so ein, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, so ein bisschen eine kleine Aushöhlung übrig lassen. Und dann wird das wieder da reingeschoben. Und eben ganz wichtig, wir haben jetzt auf der anderen Seite das Kabel schon mal gelöst. Das ist nämlich auch wichtig. Und dann sieht man, dass hier so ein Spalt entstanden ist. Und dann schiebt man die Tastatur nach unten. Und da würde ich jetzt aufpassen, also einfach nur nicht an den Tasten, dass die nicht abbrechen, sondern wirklich hier hinten in der Verbindung das Ganze so ein bisschen nach unten schieben. Und dann sieht man hier schon, wie die Halterungen zu sehen sind. Und da kann man die Tastatur dann rausnehmen. Und das Kabel hier ist wirklich also so extrem kurz. Wenn man das macht, ohne vorher das Kabel auf der Rückseite zu lösen, dann im schlimmsten Fall reißt man dann einfach den ganzen Stecker mit ab. Ja, und so tauscht man die Tastatur und beim Wiedereinbauen dann eben einfach nur schauen, dass das Kabel wirklich auch wieder hier unten drunter sitzt, dass man das da reinbekommt. Da kann man dann auch mal auf der Rückseite schauen. Ja, das sitzt hier drüben, also es ist wieder durch. Und dann macht man das in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt, wir hängen das erst auf der Unterseite so ein bisschen ein. Genau so. Und dann einfach hier oben schauen, dass wirklich die Nasen unter dem Gehäuse sind, wenn man es wieder hochschiebt. Genau wie hier jetzt. Und auch hier wieder nicht an den Tasten, sondern wirklich am unteren Rand. Das Ganze nach oben schieben. Nochmal schnell gucken, Kabel ist da. Genau, und dann wie eben erklärt, kommt die Schiene wieder rein. Und dann kann man die hier wieder reinstecken. Da war es nicht ganz richtig. Genau so. Also wirklich dann schauen, hier das Ganze ein bisschen hochbiegen und rein, dass das eine Möglichkeit hat, nach hinten zu rutschen. Und ja, durch die Spannung links, rechts hält das dann. Und ja, so tauscht man hier die Tastatur. Eigentlich eine ganz interessante Variante. Und zu guter Letzt
beim Kabel, da schaut man einfach, dass die Brücken hier quasi noch offen sind. Dann kommt das hier einfach wieder auch bis zum Anschlag an den Stecker zurück. Die Brücken schließen sich da gerne. Genau so. Dann werden die beiden wieder nach oben geschoben. Und zwar wirklich, bis die hier auch tatsächlich wieder richtig schließen. So, den RAM zu tauschen ist wie bei eigentlich allen Geräten super einfach. Der wird eigentlich immer von diesen beiden silbernen Klammern hier gehalten. Das heißt, wenn man die so ein bisschen nach außen zieht, springt der einem hier fast schon entgegen. Und dann kann man den tauschen. Der hat jetzt hier auch noch mal so eine kleine Hülle aufgeklebt. Kann also auch sein, dass der einfach so aussieht. Ja, und dann beim Wiederverbinden kommt der einfach wieder in den Slot. Geht auch nur in eine Richtung, also so würde der gar nicht reingehen. Und bis ganz nach hinten und dann nach unten drücken, bis die beiden Klammern hier wieder einrasten. Ähnlich einfach ist tatsächlich auch die SSD. Da machen wir noch das Superklebeband vom Tastaturkabel wieder drüber, so gut es geht. Die SSD wird nur von einer Schraube hier unten gehalten. Das heißt, sobald man die raus hat, kann man die so ein ganz kleines bisschen, nicht so viel, nach oben hebeln und dann hier aus dem Slot ziehen. Und ja, genau so wird die auch wieder in den Slot zurückgeschoben. Gleiches Prinzip wie beim RAM, geht nur in eine Richtung. So wird sie gar nicht reinpassen. Auch hier einfach nur schauen, dass die wieder ganz drin sitzt. Ein bisschen nach unten drücken und wieder verschrauben. Den Lüfter kann man hier in dem Fall auch einzeln tauschen. Und ja, auch das geht wirklich extrem einfach. Der wird nämlich nur von diesen beiden Schrauben hier gehalten. Und man sieht hier auch das Kabel zum Lüfter. Und dadurch, dass das jetzt hier wirklich so wenig Platz ist, würde ich hier auf jeden Fall erst den Lüfter selber losschrauben. Dann kann man den Lüfter nach oben hin rausnehmen. Man hat hier auch mehr Platz, um das Kabel zu lösen, beziehungsweise den Stecker. Und den zieht man dann einfach nach hinten raus. Ja, und dann kann man den Lüfter tauschen. Und ja, also hier noch eine Anmerkung: Auf einer Seite von dem Stecker hier kann man Kontakte sehen. Und die zeigen beim Wiederverbinden nach unten. Und auch hier sollte man das Kabel zuerst wieder verbinden, allein schon aus dem Grund, dass man es nicht vergisst. Also selbst wenn man super rankommen würde, ich bin immer ein Freund davon, das zuerst zu machen. Einfach auch, weil ich vergesslich bin. Genau so. Dann kommt der Lüfter wieder auf die Gewinde zurück, wird verschraubt und ratzfatz hat man das hier auf die Art und Weise gemacht. Um den Akku jetzt wieder einzubauen, muss man eigentlich den Akku selber eigentlich nur hier auf die Gewinde legen. Der fällt auch direkt in Position. Also echt super einfach. Auf den Stecker drauf, aber auch das passiert im Grunde genommen automatisch, wenn man ihn reinlegt. Und dann die Schrauben, die ja nicht ganz rauskamen, einfach wieder alle festdrehen. Und schwuppdiwupp funktioniert das alles wieder. Die Unterseite legt man jetzt einfach wieder von oben auf das Gerät, drückt die so ein bisschen nach unten. Und wie gesagt, es gibt nicht wirklich viele Einraststellen hier. Das heißt, die sitzt jetzt einfach schon so, wie sie sitzen soll. Einfach alle Schrauben wieder fest anziehen und ja, so schnell geht das dann. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.